Ja, wir sind Max und Moritz, Yoshi und Mario und wir werden heute gewinnen. Klares Ding. Ich bin gespannt, wie das heute ist, mal mit Maxi anstatt gegen Maxi zu angeln. Maxi, riechen deine Finger auch so nach Fisch? Hast du denn die Muschi gefasst oder was? Was hast du gemacht? Du hast mir Essig ins Futter gemacht? Ja, weil Fische denken sich dann halt, das esse ich. Er hat mir Essig ins Futter gemacht. Nein, Er hat mir Essig ins Futter Das ist schwindelig. Und das ist es, ne? Bin ich davon so drauf rumgeritten, dass ich gewonnen habe in der ersten Challenge. Er hat ein mehr gefangen, aber... Nicht aber, er hat mehr gefangen. Punkt. In der besten. Our names are Carl and Alex. We're both from the south of England, near London, and we have a YouTube channel in England, mostly carp fishing, maybe some perch fishing. Anything really, Catfish. anything that swims we are happy to catch. We are not very famous in England because we are fishermen, but the YouTube films are going well. It's very enjoyable and it's helped us meet up with some pretty cool people, like Victor from Itchgen Anglin. Did I say it right? Also unsere heutigen Gegner sind zwei Engländer, Carl und Alex. Karl und Alex? Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Irrelevant. Spielt keine Rolle. Nach diesem Video heißen sie die zwei, die gegen Maxi und Yoshi verloren haben. Richtig. Und damit werten wir ihren Namen auf. We don't know of Yoshi and Maxi too well. We're hoping that today we're going to be able to catch more fish than them. We have to. We're in England. It would be embarrassing to lose. They're laughing at us. Yoshi and Maxi think that they've got this. Und wenn Maxi und ich gegeneinander angeln, ist wie wenn Deutschland gegen Brasilien spielt. Ich bin natürlich Deutschland. Vor allem dieses Jahr. Richtig fette Barsche. I've only been to Germany one time. The carp that I found in Germany were really big. Also in England angelt man deutlich mehr auf Friedfisch. Stimmt, die verkaufen hier überhaupt keine Kunstköder in den Läden, nur Karpfenzeug. Ja klar, wo sollen die das Tackle herkriegen? Das ist hier eine Insel, das ist halt abgeschnitten von der Außenwelt. Außerdem angeln wir heute mit Brot. Der Tackle Shop ist hier im Supermarkt. Is there much difference between German fishermen and English fishermen? They have a different language. Other than that though, we're all trying to do the same thing. So we spent yesterday with Maxi. Ich habe ja gestern schon mit den beiden geangelt, nicht gegen die beiden. Eindeutig gewonnen mit 3:1 Fisch. We told him probably too much about carp fishing. Trotzdem habe ich mir ein paar Tricks abgeguckt. Könnte ich heute vielleicht auch noch in die Tat umsetzen. Maybe he's taken all of our secrets. Could be a problem. Could be a problem. Also die heutige Challenge besteht darin, dass Maxi und ich gegen... Wie heißt der? Kellex und Al. Today we're going to be trying to catch some carp. Es ist aber nicht einfach nur 2 gegen 2, sondern Tag-Team. Wir beide müssen uns abwechseln, die beiden müssen sich abwechseln. Nach jedem Fisch wird gewechselt und so lange assistiert der Nicht-Angler dem Angler. We want to catch numbers rather than size. Try and beat these guys. I think we're gonna just go for fishing with bread on the surface. Yeah, we're going to have to stay active. If we catch one and the fish gets scared, we're going to have to walk and find some more. I think we'll stay on our toes. We haven't got very long. So what? Giving it all away. Yeah. What we're going to do, I think they can hear us. We're gonna fish with big lures. Yeah, lures and shark fishing rods. Heimvorteil, eigener See von denen, also... Eigentlich wäre es ein Unding, wenn wir gewinnen. Wir angeln ja sonst nicht irgendwie auf Karpfen. Zweifel haben wir nicht wirklich. We are totally gonna win. We can't lose. We can't lose. We're in England. We're on our home turf. I think this shouldn't be too hard. Good luck, guys. You'll need it. Carl und Alex, ihr kommt zwar von dem Tümpel hier. Aber nach diesem Battle müsst ihr die Insel verlassen. Maxi and Yoshi, you better watch out. We've got this and You're gonna lose. Pretty much. Leute, herzlich willkommen bei Fishing Wars. Heute haben wir das epischste Battle aller Zeiten. Heute gibt es was ganz Neues. Heute angelt nicht nur 1 gegen 1, sondern 2 gegen 2 und auch noch Deutschland gegen England. Brüderlich mit Herz und Hand, Einigkeit und Recht und Freiheit. God save our Queen, send her victorious.
happy and glorious. Wer fängt an bei euch? Yoshi. I think you are starting? I'm starting. Okay. Guys, are you ready? Ready. Okay. Go! Wir flavern unseren Köder noch mal ein bisschen. Habt ihr im letzten Video gesehen, beim Barschangler gegen Welsangler, wo ich gegen Carsten geangelt habe, da habe ich meine Köder auch geflavert. Also das ist quasi ein Ritual. Genau. Aber das Zeug ist nicht nur Flavor, sondern es macht auch noch eine geile Wolke unter Wasser. Und ich hoffe mal, dass das die Fische dann eher zu uns lockt, schnell, als zu den anderen. I think it's best to see one and then cast it and then get a bite quick. Also wir haben uns überlegt, dass wir auf jeden Fall sehr extrem schnell angeln wollen. Wirklich sobald der erste Fisch dran ist, Fisch abhaken, alles macht derjenige, der nicht angelt, der andere wirft direkt wieder aus. Max, gib mir lieber die andere Route, das Boot sinkt, treibt nicht um. Ich mache hier noch einen Köder ran. How many have I caught? Yeah. None. No. Oh no. Oh, that's not good. Oh, Koi. Yes, Digga! Ein Koi, Alter! Oh my god, they caught the koi. What? There's one fish that looks like that. Oh, Alex, it's the fully scaled. It's the fully scaled koi thing. Oh my goodness. Well, ich glaube, dazu braucht man jetzt nicht viel sagen. 1:0. Yeah. How often did you caught that one? That one? Never. But isn't it a shame? In a way? Yeah, I want to catch that koi. Genau das war auch unser Plan, das meinte ich mit sehr schnell sein, dass wir wirklich sofort, nachdem der erste Fisch gefangen wurde, die nächste Route nehmen und weiter angeln. Da ist schon Fisch dran. Are you serious? Was that your friend? Yeah. Cheating. Alex, what are you doing? I'm trying. To your left down there. There's quite a few of them. To my left. Oh, down there. No. Ja, Mann, yes! Yes, Mann, der zweite! Geil! Nimm den Kescher. Yeah. Scheiße, der ist auch ein. Come on. Yes. I was getting so worried. Oh! Mega geiler Fisch, Alter. Sieht der krass aus, guckt mir die Flossen an, Mann. Alter, Unfassbar. Guckt euch den Fisch an, sieht der nicht geil aus? Hey. Finally got one. I'm so proud of you. Thank you. Now it's your turn. Karl. Try to get one quick. We need to catch up. You feel the pressure? Yeah. Yeah, I didn't know these guys were so good. Boom. Well, let's see where a carp is. These Germans know what they're doing. Scheiße, ich dachte, die fangen gar nichts. Ich dachte, wir gehen hier schön mit einem 5:0 raus. Aber war ja klar, dass die an ihrem Heimatgewässer auch was fangen. Wäre ja auch wirklich traurig, wenn die hier irgendwie gar nichts fangen würden. Ich meine, es ist ja schon Demütigung genug, dass wir hier einen Fisch gleich irgendwie in den ersten 3 Minuten fangen, den die hier noch nie gefangen haben. Das stimmt. Die angeln hier irgendwie jeden zweiten Tag und wir haben einfach erstmal direkt einen Fisch gefangen, den die noch nie hatten. Max, das Boot ist ab. Mach mal die andere Route klar. Schon fertig geriggt. This is it. Come on. No. Oh. There's a little roach. Yeah. Oh, are you sure? Yeah. There was a carp as well, but the carp was gone. No? What? Yeah. Is that a carp or a roach? It's a carp. Oh, it's very small, but it's a carp. It's a good job we are doing numbers and not size. Yes! There we go. Boom. Number 2. Oh! He splashed me. Alex, why isn't your rod ready? Because I'm slacking and I was trying to get some film of Cole's fish. I should have been concentrating on this competition because this competition is important, very important. The whole country is behind us. God save us. Come on, fish, where are you? Oi, oi, what is he doing? He's scaring the fish, jumping. That's naughty, that's criminal. It's cheating. Trying to scare away our fish instead of focusing on their own water.
Noch 42 Minuten. 2-2, Maxi und ich, beide jetzt einen Fisch gefangen, erstmal entschneidern, erstmal quasi gucken, wie sie so kämpfen, wie sie sich verhalten und dann... Ich mache jetzt die Breadbomb fertig. Hier liegt ohne Ende Brot im Wasser. Die anderen schmeißen die ganze Zeit Brot rein, wir schmeißen Brot rein. Wir wollen natürlich, dass sie unseren Hakenköder fressen und nicht einfach random irgendein Stück Brot. Guys, one's with the net. Oh yeah. Forgot about that. We're stolen the net. No, don't touch. I just gotta get the bait ready. Okay. If they can get the bait ready, maybe we can get the bait ready as well. But we're not cheating. Like he has one. No. But he's the angler. Oh, sorry. Hold it. This bit. Quick. Take that. You have to take the rod. Quick. I'm Put it on not the allowed. ground. Put it on the ground. Was macht er jetzt da? Maxi probiert jetzt mal hinten zu gucken, ob die Fische da steigen. Weil hier sind sie jetzt, nachdem wir 4 Stück gefangen haben, etwas gespukt und reagieren nicht mehr so auf das schwimmende Brot. Max guckt jetzt mal, ob hinten noch ein paar unerfahrenere Fische rumschwimmen. Hinten waren jetzt auch keine, also ich habe nochmal geguckt, ob wir vielleicht mal woanders füttern und die dahin locken, weil hier vorne in dem Bereich sind sie halt im Moment echt extrem vorsichtig. Nuckeln immer nur so ein ganz kleines bisschen am Brot, aber die nehmen es nicht. Also ich muss ja sagen, Leute, ich finde das mega spannend. Maxi und Yoshi, wie man sie kennt, mit Strategie, Schnelligkeit, Präzision, Erfahrung und allem drum und dran. 2 Fische sofort gefangen. Dann aber die beiden Engländer, die Sache hier erstmal ein bisschen lockerer angegangen sind, aber trotzdem einfach mal 2 Fische nachgelegt haben. Es steht 2:2. Echt spannend. Es würde jetzt keine 1000 Euro auf irgendjemand von den beiden setzen. Have you seen any? I saw one down here, but they all got a little bit scared. I don't know where they've gone. There's one. Du hast gerade genau auf sein Brot draufgeworfen. And he cast straight over my line. He said that's because he couldn't see my bread and he hopes that the carp can't see my bread either. Fucking hell, Alex, come on man, what the fuck are you doing? I feel helpless. There's nothing I can do to make the fish come and eat our bread. So stress eat. Maybe you have some advices for your brother. He needs to be 3 years older. He needs to be wiser. And he needs to be more like me. And then he would catch more, but he's my brother, so I still like him. Is there some more fish on the other side? So I just seen 2. I'm stressed. It's equal now, yeah? Yes. 2 fish each. Die Fische sind wirklich überhaupt nicht mehr an der Oberfläche und jetzt habe ich schon überlegt, wir haben uns noch Mais geholt vorhin, falls sowas passiert. Und dann schmeißen wir ein bisschen was rein mal, gucken, ob die gründeln. Und dann hauen wir einfach an der losen Leine ein paar Maiskörner rein. Aber wir haben halt nichts mit Haar, wir können einfach nur Mais auf unsere Haken pieken. Das ist natürlich nicht so optimal. Ich werde, glaube ich, mal versuchen, einfach eine Handvoll Mais reinwerfen. Kann ja auf jeden Fall nicht schaden. Gucken. We just see his fish down here. Yoshi's cast straight to it. I think he might catch it. Yeah, and again. Take some more bread. Alex! Chimera. Hey guys. I need the net. Oh, he's a bit bigger than the last one. Yeah, come on. Well done, Alex. He's a bit skinny. He doesn't look like he's eaten for a while. But I think we're ahead now. Yeah. We're ahead. Whoa. Calm down. Yes. Go for it, Cole. Seal the deal. Alex, shout if you see them on the bread down here.
There's one fish in these lily pads, and he's feeding, but just past where the, yeah, I need to make another cast. I'm stuck. No. Oh no, good. Right, quick. How quick can you put Brett on a hook? Oh, I can see him. Oh, and now he's gone. They come and go so fast, it's really tricky. I'm ready. If he comes back, I'm gonna make a cast. Okay, he's close. I saw a swirl. Bei ihm war gerade einer. Ich habe genau gesehen, wie er das Brot kurz vor den Seerosen weggeschlürft hat. Nicht sein Köder, aber das, was er reingeworfen hat. Ich überlege jetzt halt, ob ich ein Assi bin und die behindere beim Angeln, während Yoshi angelt, oder ob ich Yoshi versuche weiter zu helfen. Aber ich kann ihm halt nicht so richtig helfen. Ja, ist halt auch schade, dass ich jetzt im Moment nicht dran bin. In so einer schwierigen Situation. Das ist vielleicht doch besser gewesen. Da war einer, der hat wirklich erst so die 3 um unser Brot rumgenommen und dann unser Brot. Und der ist halt leider ausgestiegen. So, da konnte er auch nichts für, aber ja, traurig. Fuck, da schon wieder. Ich hab schon wieder genau gesehen. Ja, okay, sind kleine Fische, So eine Scheiße, dass die jetzt einen gefangen haben, ey. Where'd it go? Let's go and see how he's getting on. Normally, you see, I'm a little bit better at fishing, so I have to give him some advice. You gonna catch one? Sure you don't need any of my expertise? No, I think I'm gonna catch one. Oh! The deal, the deal breaker. Where's the net? Where's your assistant? Well, the net is at the other end of the lake. We will catch one, Where's the net gone? Oh, it's back here, isn't it? Where's the net? Where's the net? Oh, he's so nice. A nice mirror. I can't find the net. 10 Minuten Zeit nur noch. Die führen jetzt, wenn ihr ihn landet und das Netz rechtzeitig da ist, der Kescher. The net is gone. No. Yeah, they've taken the net. They've taken the net. They're cheating. They've hidden the net. Oh, come on. Well, I can get him. I can get him. These German people, man. Oh. Ah, very funny. Right. I can get this fish. Come on. No. Oh. I got the net, Carl. I got it. Oh, wow. Look at that. He is so beautiful. This is such a cool looking fish. Yeah. We got one off the surface with bread. Boom. Come on, Ash, we got this. We got this. Do they have any more fish? Oh, no, okay. Good. I was worried to start with. I was like, oh no, they're beating us. But I knew we would get it back. But what was the issue with the net? Oh, They hid it. they hid the net. They were hiding it. I know, rule breakers. They hid it underneath the reeds. Wouldn't tell us where the net was. Because the rule is you have to get the fish in the net, but we didn't have the net because they were hiding it. Stupid Germans. I can't open this bag of bread. I feel stupid. Ja, die haben den Kescher nicht gefunden. Die haben den Kescher da vorne hingelegt und nicht mehr wiedergefunden. Der lag so, dass man den konntest du einfach sehen, wenn du lang gelaufen bist. War nicht unsere Schuld. Hier ist der Kescher jetzt auf jeden Fall. Den werde ich bewachen, falls wir noch einen Biss bekommen. Würden wir einfach auf richtige Fische angeln, hätten die Jungs überhaupt keine Chance. Gleich, wenn ich jetzt dahin werfe, dann hört es wieder genau auf. Die sind da jetzt gerade und hier ist nichts so. Oder wir müssen vorsichtig langsam von da hinten rangehen. Jetzt so von hier genau vor am Ufer. Und dann zieh ganz vorsichtig rüber. Perfekt, Digga. Yes, Alex. Winner. That's the winner. You have exactly 1 minute to land. 1 minute. We got 1 minute. Somebody has got the net. Oh no! Evil person. This is a winner. This might not be the winning fish, but it's better to win 5 than 2. On the final whistle! On the final whistle. They think it's all over. It is now. Leute, die Zeit ist vorbei. Thank goodness, it would have been very embarrassing to lose.
Cheers, Alex. One. Yeah, we did it. I'd like to thank my parents. I'd like to thank my coach, my personal trainer, and I'd like to thank everyone around me who supported me through this very difficult challenge, this struggle in my life. But we did it, and we are very, very proud. We caught 5 carp. Yay! We are the champions. Look at them losing. Crying to themselves. It was a big challenge and they lost and it must have hurt them. Fuck off, Mann. 2-0 geführt. 5-2 verloren. Das ist echt hart, ey. 5 Fische haben die hintereinander gefangen. Aber ganz ehrlich, klar, es ist halt nur Schwimmbootangeln, aber die kennen halt diesen kleinen Kacktümpel auch wirklich perfekt. Wissen halt, wo sie hin müssen, wenn die hier vorne gespukt sind. England is the best country in the world. How do you feel? Great, you feel great. Oh yeah. We should have told you that the carp in here only eat thick slice white bread, and we didn't give you that. So. Yeah, that's the thing. We caught the bread yesterday, and they fished with our bread. Yeah. The best bread in the world. I chose it, and they fished with it. Actually, so it's our win. Congratulations. Yeah. Come on, guys. I shake Kong what? No? Okay. Well done. Thank you for coming to England. Yeah. Next time. Next time we're fishing for real fish. Or what, like Xander? Yeah. Leute, das war sehr, sehr spannend. Beide haben wirklich bis aufs Letzte gekämpft. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Fishing Wars. Because we won, then it means all of Ichgen England subscribers has to subscribe to Carl Knights Fishing, because clearly England is better than Germany. So I love all the German people; they're amazing. Subscribe to Carl Knights Fishing.